Hoho und willkommen zurück zu Vampyr. Wir müssen noch Schwester Dorothy finden und befragen. Ah, mit dem haben wir auch schon... Na, wir reden noch mal kurz mit dem, würde ich sagen. Wir haben auch schon lange nicht mehr gequatscht. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reid. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. It still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Ah, vielleicht hätte ich ihn doch aussaugen sollen. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reid. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. Toll. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, oh, I like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reid. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive Mr. thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Kann ich ihn immer noch aussaugen? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. Na gut. I'll leave you for now, Mr. Cox. Ich könnte ihn doch noch aussaugen, wenn ich wollte. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Das ist die falsche. Goodbye, Nurse Hawkins. Oder war das doch... Nee, das war Pippa, genau. Ich suche Dorothy. Und ich finde sie einfach nicht.
Muss doch irgendwo sein. Jemand Unbekanntes. Ah. Hier ist nur Jackpot. Vielleicht sollte ich mit dem. Good evening, Dr. Ah nee, Reid. das ist doch Such a praktisch. pleasure to see you again. Goodbye, Mr. Chidana. Das hätte ich ihn auch fragen sollen. Halt. I'm quite busy right now, Dr. Reid. Mhm. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Vollidiot. Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Ich dachte, wir hätten noch was freigeschaltet. Thank you for your time. We'll talk later. Ich mag ihn trotzdem nicht. So. Irgendwo muss doch hier die Schwester auch rumtoben. Das gibt's doch gar nicht. Kann doch nicht einfach verschwunden sein. Good evening, sir. Good evening. Doctor. Good evening, Doctor. How is my son doing? Tja. Goodbye, Mrs. Goswick. Wenn, dann wollte ich eigentlich mit ihm reden. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reid. It's my mother. Der Arme.
Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Na gut. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with me. So. Nurse Crane. Irgendwo musst du doch sein. Das gibt's doch gar nicht. Laufe ich irgendwie die ganze Zeit an ihr vorbei, oder? Vielleicht sollte ich mir Herr Fiddich auch mal angucken. Never could keep anything from her. Ich kann mir scheinbar noch kein Bild von ihm machen. Waste your time with me. Wo ist sie denn? Das würde wohl kaum in der Leichenhalle sein. Ah, da gibt es noch was zu holen. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwas machen können. Damals ging es ja nicht. Irgendwie immer noch nicht. Ich muss diese Schwester finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Wenn es so groß ist, dieses Krankenhaus auch nicht. Ich glaube, ich muss nochmal oben nachgucken. Aber erst durchwühle ich den Müll. Na, wer ist das? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Wieder die Goodbye. falsche. Okay. ...71 Meter. Wo ist sie denn? Das kann doch gar nicht... Also gehört ja zur Quest dazu. Okay. Ich versuche mal, dem Y zu folgen. Okay. Es muss hier irgendwo sein. Hier ist keiner. Entspann dich. Okay. Waren wir hier schon mal? I cannot enter. Ah, okay. Das ist ein Unterschlupf, den wir noch nicht gefunden haben. Oh, na toll. Komm her. Ich hab vergessen, wie man beißt. Und auch wie man kämpft.
brauche Blut. Okay. Und woran wollt ihr sehen, dass ich kein Mensch bin? Stupid beast! He's dead! Yes, he is. Der andere auch was fallen lassen? Sieht nicht so aus. Don't come closer, sir. Wow. Das sieht nicht gut aus. Aber ich muss da wahrscheinlich lang. Not a good place for a stroll. Hey, didn't you hear me? Tut mir leid. Burn it, boys! He's dead! Yes, he is. Und du bist es auch gleich. Weg da, weg! Oh komm. Ich bin ausgewichen. Ich muss die Taste zum Blutsaugen wiederfinden. Das geht doch so nicht. Ah, nochmal von vorne. Ich bin vorhin da lang gegangen, aber vielleicht sollte ich lieber der Blutspur hier folgen. Ratten! Ha! I can't believe I'm doing this. Natürlich, sind hier noch mehr? Da. I have this thirst for blood. War da noch eine? Ich hab Hunger. Ich ernähre mich auch gerne von Ratten, wenn ich dafür keine Menschen aussaugen muss, aber es hat irgendwie nicht so viel gebracht, aber zumindest ein bisschen. Okay. Ist da noch eine? Hm. Doch, ich höre da noch was. Okay. Da war noch eine. Gut. Ich bin scheinbar satt. Na gut, Herrschaften.
Gut. Das ist die Blutspur, die wir gemacht haben wahrscheinlich. Ne, die war vorher schon hier. Ja, hier hört sie auf. Ist irgendwo oben weiter? Komisch. Sorry, sir. No admittance. Oi! You listening?